Aber jedes Gesetz muss man nicht unbedingt als negativ ansehen, sondern man kann auch als eine Chance sehen. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Auf Wall of Confusion sprechen wir über die unterschiedlichen Perspektiven, mit denen sich Softwareentwicklung und IT-Betrieb an gemeinsame Projekte annähern. Da kann es im Alltag schon mal zu Kontroversen kommen. Zur Lösung gibt es den Ansatz DevOps, der beide Seiten zur Effizienz führen will. Wir, das sind das Team der Rossi IT in Rosenheim und unsere Gäste. Unsere Folgen drehen sich um unseren DevOps-Alltag, um die Zusammenarbeit zwischen Entwicklerteams und Ops-Teams, um Lösungen, um Menschen, Methoden und Tools. Viel Spaß mit dieser Folge von Wall of Confusion. Willkommen zu einer neuen Folge von Wall of Confusion. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Christian Steinberger. Ich bin IT-Stratege, Manager und Leader aus Leidenschaft und mittlerweile seit mehr als 10 Jahren in Industrie und Dienstleistung im Einsatz. Unser Format dreht sich um spannende Themen und aktuelle Entwicklungen aus IT und Digitalisierung. Wenn ihr also nach Inspiration und neuen Ansätzen sucht, dann seid ihr bei uns genau richtig. Heute gibt es zum ersten Mal eine kleine Neuerung, und zwar sind wir heute in der Dreierrunde im Gespräch. Bei mir zu Gast sind heute zum einen der Niklas Peyerl und zum anderen der Helmut Göhl. Ja, Niklas, vielleicht magst du mal anfangen. Kurze Vorstellung. Wer bist du? Was machst du so? Genau, ich bin der Niklas Peyerl. Ich bin von der Hard- und Softwareintegration in der Modebranche über die passive Netzwerktechnik in Rechenzentren bis jetzt letztendlich hin zum Projektmanager und Planer im Cloud Computing gekommen. Auf dem spannenden und vielseitigen Weg durfte ich alle möglichen spannenden Personen kennenlernen und zum Beispiel auch Helmut Göhl. Genau, also einführend, ich freue mich sehr, dass du da bist, Helmut. Ja, vielleicht auch kurz zu dir. Wer bist du? Was machst du so? Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Mein Name ist Helmut Göhl. Bin selbstständig mit 2 Firmen, Ingenieurbüro GTS und die Green Decision GmbH. Habe 21 Jahre meines Lebens bei einem großen Telekommunikationsanbieter in München, mit dem kann man hier im Südbayern sind, können wir gerne den Namen nennen, bei der Telefonica gearbeitet. War dort verantwortlich als Manager für die fachliche Leitung der entsprechenden Rechenzentren. Das wird alles, ja, ich sag mal, dass alle anderen Manager in Ruhe schlafen können. Und habe so als Nebenstandbeine noch meine Verbandsarbeit in Bitkom, Verband für Informationstechnologie und Punkt. Da habe ich vor allem bekannt in der Vorstandschaft AK Rechenzentren. Da habe ich dort sehr intensiv mit dem Thema Energieeffizienz und die Folgen und die Auswirkungen für die IT, für die Rechenzentrumsbetreiber, für die Industrie beschäftigt. Und wenn ich es richtig verstanden habe im Intro, wird das auch heute unser Hauptthema sein. Ganz genau, wie wir im Vorgespräch schon ganz kurz umrissen haben. Wahnsinnig spannendes Thema, von dem her freue ich mich also schon wahnsinnig auf den Dialog. Vielleicht kurz Zusammenfassung zum Energieeffizienzgesetz, nochmal für unsere Hörer auch umreißen. Um was geht's denn da genau und welchen Nutzen bringt das Ganze? Also ich denke, man muss jetzt einen ganz wichtigen Punkt an der Stelle, ja, ich sag mal, betrachten. Das Energieeffizienzgesetz wurde jetzt im vergangenen Jahr von der Bundesregierung festgelegt, abgekürzt wird es mit EnEFG, betrifft ganz große Teile der deutschen Wirtschaft. Das bedeutet, jedes Unternehmen, dessen Gesamtenergiebedarf 2500 Megawattstunden im Jahr übersteigt, das hört sich erstmal verdammt viel an, wenn man es aber auch mal aufs Jahr und auf die Tage, ist es gar nicht so viel, sind vom Energieeffizienzgesetz betroffen. Und in den Rechenzentren, im Bereich bin ich ja hauptsächlich als Berater unterwegs, betrifft es die Rechenzentren, die eine nicht redundante Nennanschlussleistung ab 300 kW, ja, ich sag mal, mit sich betreiben, führen, wie auch immer, also 300 kW überschreiten. Das ist es auch im Mittelstandbereich, im mittleren Bereich. Und was bedeutet das? Das bedeutet erstmal, dass dort Energieeffizienz, Abwärmenutzungs- und Berichtspflichten belegt werden. Und ich denke mal, das ist so das Wichtigste. Ich denke, wir werden ins Detail noch reingehen, um was es genau geht. Aber letztendlich betrifft es schon große Teile der deutschen Wirtschaft. Also einmal die 300 kW als Grenze für die Rechenzentren, aber auch für Firmen, die im Industriebetrieb Gesamtenergiebedarf von 2500 Megawattstunden pro Jahr haben, ist auch jetzt, ja, die müssen sich mit dem Thema beschäftigen und da kann sich auch keiner davor drücken, weil da auch entsprechend über Berichtspflichten und über entsprechende Register die Daten erhoben werden und die müssen wirklich Werte erreichen, die heute gar nicht so einfach zu erreichen sind. Gibt es da Fristen? Ja, da gibt es Fristen. Im Moment beschäftigt man sich das erstmal mal mit den Rechenzentren, die vor dem
die vor Juli 2026 in Betrieb genommen werden. Da geht es dann auch um entsprechende Werte, die zum Beispiel der sogenannte PUE, Powerless Usage Effective Factor, können wir vielleicht auch gleich den Niklas nochmal mit ins Boot nehmen, wenn das so passt. Hat er vorhin da auch schon im Vorgespräch von mir eine Frage gehabt. Der muss kleiner 1,5 sein und Rechenzentren, die nach dem 1. Juli 2026 in Betrieb gehen werden, haben eben sogar die Möglichkeit, auf einen PUE von 1,2 zu kommen. Das ist also auf jeden Fall schon mal der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, was, glaube ich, ein großes Thema ist, gehen wir auch sicher noch auch in den nächsten Minuten nochmal genau da, ist das Thema Abwärmenutzung. Also Fristen, ja, und das ganze Ziel ist, ja, es betrifft zwar sehr viele Fristen oder sehr viele nachwirkende Aktionen, weil auch die Unternehmen werden gezwungen, entsprechend diese ganzen Messwerte auch liefern zu können, sogenannte Umwelt- und Energiemanagementsysteme einzuführen. Das heißt, also jedes Unternehmen muss letztendlich dann auch wirklich nachweisen, also man kann nicht einfach einen Wert nennen, den man sich dazu ausgedacht hat, sondern man muss das auch belegen können. Und ich denke mal, das ist oft auch ein Thema, dass man viele Unternehmen sowas heute noch gar nicht haben im eigenen Unternehmen. Das ist so, da kann man jetzt auch überlegen, holen wir sich da externe rein, zum Beispiel ein Ingenieurbüro GTS, meine Person oder natürlich viele andere, die da unterstützen. Oder baut man, wie gesagt, auf der eigenen Payroll entsprechende Energiemanager, Umweltmanager auf und hat sie dann auch auf der Payroll wieder. Jetzt hast du es gerade angesprochen, man holt sich Externe ins Boot vielleicht. Gibt es da auch Audits oder Zertifikate etc., um das nachzuweisen? Genau so, also entsprechender Energieaudits gemacht werden. Es müssen dann, wie gesagt, so der Stichpunkt X dann diese Daten auch an die Bundesregierung geliefert werden. Auch kein, ja, ist ein Must-Have, also man muss es tun. Und wenn man das nicht tut oder wenn die Werte nicht passen, gibt es auch ja nicht gerade geringe Strafmaßnahmen. Das kann bis zu 100.000 Euro gehen als Strafe, wenn man entsprechend sich da versucht, davor zu drücken oder auch, ich sag mal, falsche Werte liegt. Sind auch persönliche Haftungsthematiken dabei, also ich sage mal Geschäftsführung von Unternehmen etc., oder ist das auf das Unternehmen begrenzt? Also das ist durchaus dann ein weiterer Schritt. Also ich denke mal, es gibt ja ganz schlaue Unternehmen, die, sagen wir, sehr viel Geld mit dem ganzen Thema Rechenzentren verdienen. Ich denke jetzt gerade so speziell an den Frankfurter Raum, wo ja ein Rechenzentrum neben dem anderen sich tummelt. Frankfurt ist ja so die höchste Dichte an Rechenzentren in Deutschland. Aber kommt heute, wenn man dort baut, im Zentrum überhaupt keinen Strom mehr für ein Rechenzentrum. Man muss also wirklich von den Speckgürtel rausgehen. Und ich meine, für solche Unternehmen sind natürlich 100.000 Euro ein Klacks, die werden einfach mal voreingestellt. Also da wird es dann auch Adaptionen geben, wo in die Richtung geht, wie du eben sagst, auch persönliche Haftung oder beziehungsweise auch dann entsprechend Multiplikation dieser genannten Summen. Also ich denke mal, das wird sich finden. Das Gesetz wird immer weiter auch fortgeschrieben. Es gibt es heute jetzt erstmal, aber was man auch mal positiv bemerken kann, ist, dass die Bundesregierung speziell das Referat für Wirtschaft und Klimaschutz da auch wirklich diskussionsbereit ist. Es findet zum Beispiel am 19. März eine Vorstellung des Energieeffizienzregisters statt, wo letztendlich dieses PRTC vorgestellt wird. Und da sind wir von der Verbänden auch jeweils mit eingeladen oder auch im Dialog und im sogenannten Stakeholder dort auch wirklich die Chance haben, da auch mitzureden und auch, ich sage jetzt auch mal, darüber hinaus auch vielleicht auch das ein oder andere zu optimieren im Gesetz. Also ein großer Wirkungskreis. Du hast es jetzt gerade angesprochen, der PUE-Wert. Wir hatten da im Vorgespräch, also für unsere Hörer, da schon eine recht interessante Diskussion. Die haben wir jetzt leider noch nicht auf Band. Von dem her, Niklas, du hast eine gute Frage gestellt. Vielleicht magst du das nochmal wiederholen. Genau, also mein Verständnis nach, was Herr Helmut ja schon erklärt hat, ist der PUE-Wert letztendlich eigentlich nur das Verhältnis von dem Strom, die Rechengeräte verbrauchen, also Server, Switche und so weiter, zum Stromverbrauch des gesamten Rechenzentrums. Meine Frage war dann natürlich, ist das überhaupt ein guter Wert, um sowas festzustellen? Denn wir könnten ja einfach in einem fiktiven Rechenzentrum sehr, sehr ineffiziente Geräte reinstellen, die sehr viel Strom verbrauchen und alles drumherum sehr, sehr effizient gestalten und somit den PUE in Anführungszeichen schönen. Ja, durchaus. Niklas, ich nehme die Frage gerne auf und schreibe oder beschreibe für die Zuhörer nochmal die genaue Definition. Der PUE gibt das Verhältnis zwischen der Gesamtrechenzentrumsleistung zur IT-Leistung wieder, genau wie du es gesagt hast. Jetzt mal eine wichtige Zahl, die ich hier gerne auch in den Raum stellen würde. Der Durchschnitt
Der Rechenzentrum in Deutschland, PUE-Wert, lag im Jahr 22, das ist ein Wert des Borderstep-Institut, der Dr. Ralf Hindemann erfasst hat, zusammen mit der Bitkom bei 1,55. Das ist der durchschnittliche Wert. Und jetzt zu deiner Frage zurück. Der PUE ist, ja, ich sage mal, beeinflussbar. Das ist, glaube ich, unbestritten. Du hast es gerade selber schon gesagt. Und was auch noch ganz wichtig an der Stelle ist, einen vernünftigen PUE-Wert kann man auch nur dann erreichen, wenn man eine Mindestauslastung von 80% eines Rechenzentrums hat. So ist die Frage, die ich gerne mal zurückgebe. Das seid ihr auch aus der IT. In den Rechenzentren, in denen ihr unterwegs seid, wie viele sind denn da wirklich zu 80% ausgelastet? Also ich kenne auch viele. Die Frage aus meiner Sicht vorweg oder die Antwort. Ich habe ganz oft den Bereich, dass die Dinge wirklich nur zur Hälfte gefüllt sind, teilweise sogar noch weniger. Die Geräte werden ja immer effizienter. Niklas hat es gerade eben gesagt. Das heißt, Stichwort Vertical Skalierung, Vertical, ja, ich sag mal, eher euer Thema als ITler, aber ich mache die ja immer leistungsfähiger und habe, sagen wir, immer weniger auch Platzbedarf. Und aber die Leistung geht ja immer nach oben. Also ich weiß nicht, ich würde die Frage trotzdem gerne mal interaktiv gestalten. Christian, du bist ja auch im Management von der IT tätig. Du kennst sicher auch das eine oder andere Rechenzentrum. Haben wir wirklich nur die 80% Auslastung? Was würdest du schätzen? Nee, also aus meiner Erfahrung wird sich das ziemlich mit deiner Aussage decken. Also ich glaube, dort bewegen wir uns irgendwo so bei 50 bis maximal 60%. Genau. Und ja, und der POE-Wert ist nochmal, um die Frage nochmal rund zu kriegen, ist kein optimaler Messwert, hat auch letztendlich, ja, ich sage, die Bundesregierung auch ein Stück weit schon eingelenkt. Der wird auch nur in Deutschland verwendet. Auf der anderen Seite ist es immer auch die Frage, welchen Wert nimmst du, um, ich sag mal, hier irgendwo auch eine gewisse Zielgröße zu geben. Und ich sage mal, um einen PUE-Wert, ich sage mal, wirklich in den Bereich zu kriegen, wo man ihn entsprechend, ja, wie er gefordert hat und der sicher auch sinnvoll ist, dass man ihn ja erstmal richtig misst. Ihr kennt alle den Spruch, der misst. Das ist also auch keine, wie soll ich sagen, keine neue Weisheit, aber und da sind wir schon beim nächsten Punkt, dass wir letztendlich mit der neuen Technik kann man natürlich einiges tun. Man kann USV-Anlagen, also eine Stromversorgung, optimieren. Man kann die Kühlung der USV optimieren. Man kann ganz einfache Dinge machen, wie Beleuchtungsoptimierung, Umrüstung auf LED-Technologien, Bewegungsmelder einbauen. Der größte Stromfresser im Rechenzentrumsbereich ist letztendlich die Kühlung. Ja, also ich denke, dass um die Server, ich sage mal, in den Wohlfühlbereich, ja, ich sag mal, vor sich hin arbeiten zu lassen, den sie gerne haben, muss man ganz viel Energie reinpumpen, um sie auch letztendlich dann auf der ASHRAE-Wertskala so zwischen 21 und 25 Grad zu haben. Und wir haben immer auch, wie allen bekannt ist, unterschiedliche Werte von außen. Ich sage Stichwort freie Kühlung, wie viel Kühlung kann ich von draußen reinnehmen und solche Geschichten. Aber es ist tatsächlich so, wenn ihr mit Fachleuten sprecht, die meiste Energie im Rechenzentrum wird wirklich für die Kühlung des Rechenzentrums hergenommen. Da kann man natürlich mittlerweile auch schon einiges machen. Ich sage jetzt mal ganz einfach, die Doppelböden freiräumen, entsprechende Kalt- oder Warmgang-Einhausungen machen, so Backdoor-Cooler einsetzen. Also man kann dort schon einiges tun, aber ich sage jetzt auf der anderen Seite auch wieder, die Rechenzentren, die auch in der Regel im Colocation-Bereich oder im Hyperscaler-Bereich unterwegs sind, also sprich Kunden haben, die arbeiten heute schon so. Also dafür hätte es dann nicht unbedingt ein Gesetz gebraucht, um die dann nochmal zu irgendwas zu zwingen. Das ist, glaube ich, auch mal eine Message an der Stelle, wo man jetzt auch durchaus mal kundtun kann. Und warum macht man es dann? Also unterm Strich, man will ja einen Nutzen erzeugen. Unterm Strich sind ja die selbst auferlegten Regulatoren nach dem entsprechenden EU-Gesetz, dass man das Ding heißt Conduct of Data Center Efficiency, eine entsprechende, mit der EU-Kommission entsprechende Maßnahmen der Klimaneutralität bis 2030 bzw. 2050. Das wäre aber nochmal, glaube ich, ein eigener Podcast zu einem ganz anderen Thema. Können wir gern auch nochmal drüber sprechen. Ich bin ja auch nicht ganz, ich sag mal, unfirm in diesen Geschichten. Also letztendlich will man ja die Klimaneutralität erreichen, was ja auch gut ist, weil ja auch Schulungen in dem Bereich. Und gehe da auch immer in die Schulung rein und sage ganz klar, erstens mal bin ich nicht das Gesetz. Ich bin auch nicht der Sheriff, der dieses Gesetz vertritt. Das ist so der Gag, wo alle lachen. Und der dritte Punkt ist aber auch der, wo ich ganz klar sage, aber jedes Gesetz muss man nicht unbedingt als negativ ansehen, sondern man kann auch als eine Chance sehen. Weil, wie ich gerade schon sagte, der eine oder andere tut schon einiges, aber es gibt auch genügend schwarze Schafe,
die einfach ihre Abwärme, die Luft pusten und wir uns dann wundern, warum halt, ich sag mal, in gewissen Staubregionen, Stuttgart, ich war jetzt so in Stuttgart gewesen, da ist ja ständig Smog. Ja, woher kommt denn der? Der kommt nicht nur von den Autoabgasen. Da spielt auch die Industrie eine Rolle und auch die Rechenzentren. Okay, verstanden. Dankeschön. Vielleicht nochmal im größeren Kontext. Also ich habe verstanden, klar, das Ganze kommt im Zuge auch der Klimaneutralität, die für 2030 angepeilt ist. Warum in diesem Bereich sind denn gerade das Rechenzentren so ein großes Thema? Du hast gerade gesagt, klar, Industrie, also das Auto etc. Gibt es da vielleicht 1, 2 Eckpunkte, die man dazu, weiß nicht, wissen sollte? Nee, die Rechenzentren sind extrem hohe Stromverbraucher. Also deswegen sind sie auch sehr im Fokus. Also Thema Rechenzentrum, ich sage mal, alle wollen wir möglichst mobil sein, möglichst smart mit unseren iPhones und wie sie alle heißen, oder Smartphones, wenn wir keine Werbung machen. Und jeder weiß ja, aber auch jedes Kind weiß mittlerweile, also ich sage es meiner Tochter, die ist mittlerweile 16, jedes Foto, was du verschickst, bewegt dir irgendwo auf dieser Welt in irgendeinem Rechenzentrum eine Aktion mit sich. So, also es wird jetzt endlich ein CO2-Ausstoß getätigt. Und Rechenzentren an sich, wie gesagt, sind absolut notwendig, aber keiner will sie unbedingt vor der Haustür haben, genauso wie Mobilfunk. Ich meine, ich war ja lange da im Mobilfunkunternehmen. Jeder möchte überall 5G-Versorgung haben, oder zumindest LTE, aber keiner mag natürlich die Antennen vom Wohnzimmer aus sehen. Und ich denke mal, da sind wir an einem wichtigen Punkt. Die Rechenzentren machen schon, wie gesagt, sehr, sehr viel. Also ich bin auch in weiteren Verbänden, mit dem ECO-Verband oder auch dem PIRZ-Verband. Das sind auch der technische Verbände, beziehungsweise der ECO-Verband ist der Verband der Internetwirtschaft. Also da wird auch schon sehr, sehr viel diskutiert und auch mit der Regierung oder mit den Gesetzgebern auch Themen vorangetrieben. Zu deiner Frage an sich, es sind große Stromverbraucher und zwar mit die größten eigentlich, neben der Schwerindustrie. Genau, ich habe hier tatsächlich einfach mal kurz geschaut. Ich weiß jetzt nicht, wie aktuell die Zahlen sind. Wobei 2022 heißt es 18 Milliarden Kilowattstunden, die nur auf Rechenzentren in Deutschland entfallen sind. Also eine enorme Menge an Strom, die wir verbrauchen. Ja, die Zahl passt. Danke für den Support. Es ist uns wichtig, dass du immer dabei bist, Niklas. Deswegen genau die Zahl ist auf jeden Fall die bekannt ist, die gemessen ist, die reportet wird, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir vorher schon darüber gesprochen haben, ob es eine bestimmte Größe für Unternehmen gibt, ab wann das Gesetz relevant wird. Das würde mich noch interessieren. Die Größe ist letztendlich der Stromverbrauch. Das heißt, in den Rechenzentren, das war das eingangs gesagt, wenn man die Rechenzentren betrachtet, betrifft das die Rechenzentren, die größer gleich 300 kW haben. Und wenn du aber auf Unternehmensgröße schaust, und ich meine, jetzt nehmen wir mal, nenne irgendeinen größeren Industriebetrieb im Raum Rosenheim, ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich besser wie ich, das sind diese 2500 Megawattstunden. Das sind ja keine Seltenheit, weil es zählt dort ja auch, ich sage mal, jede Dependance dazu, also jede ausgelagerte Fabrik. Also was weiß ich denke jetzt gerade mal an, wenn jemand dort elektrotechnische Komponenten herstellt, dann hat er eine Kunststofffertigung, dann hat er eine Metallfertigung, dann hat er irgendwo eine Elektrotechnikfertigung. Mir fällt ja hier gerade ein Unternehmen im Coburger Raum ein, für die ich beratend tätig bin. Und ich würde mal sagen, ich habe da die Anfrage mal gestellt oder auch ich habe beim anderen großen Breckhersteller mal eine Frage gestellt. Also da sind wir sehr schnell in dieser Größenordnung von diesen 2500 Megawattstunden pro Jahr. Das ist erstmal eine Wahnsinnszahl auf den ersten Blick, aber wenn man es mal runterdividiert, noch nicht mal ausgerechnet, sind wir da wirklich in einem Bereich, wo jetzt ein Industriebetrieb durchaus hinkommen kann, mittlerer Größe. Und für den trifft es auch zu. Rentiert sich dann für Unternehmen mittlerer Größe überhaupt noch Rechenzentren selber zu betreiben? Oder wäre es dann vielleicht tendenziell, ich will das nicht schlauer sagen, aber vielleicht eine Möglichkeit, oder sollte man das dann eher outsourcen? Also ich denke mal, da sind wir ja bei einem ganz spannenden Punkt. Wir reden ja heute erstmal in dem Gesetz über die neuen Rechenzentren, die jetzt eben neu kommen. Ich meine, es ist aber jedem, glaube ich, hier im Call auch klar, ein Gesetz wird auch irgendwann sich mit dem Bestand, mit den Bestandsrechenzentren beschäftigen. So, da gibt es noch keine Werte, da gibt es auch noch keine Regulatorien, aber die werden kommen, de facto. Und ich sage jetzt mal, der Industriebetrieb, der vielleicht jetzt irgendeinen IT-Serverraum hat, den er so halbseitig betreibt, weil einfach nicht sein Steckenpferd ist, die sollen sich sehr genau überlegen, ob sie das wirklich weitermachen wollen oder nicht wirklich in eine sichere Umgebung bei Co-Location-Anbietern das Ganze umziehen sollen, auch wenn man immer noch gerne den Server im Keller stehen hat. Also das ist aber schon viele Jahre auch ein Thema, weil die POI-Werte dort sind jenseits von Gut und Böse. Also das sind wir locker bei zwischen 2 und 3. Und die erreichst du auch nicht. Du kannst aus einem
aus einem 20 Jahren alten Rechenzentrum auch mit noch so viel Anstrengung, dass du nicht diese Werte von kleiner gleich 1,5 respektive 1,2 schaffen. Das geht nicht. Einfach rein technisch nicht. Und das eine ist ja die eine Hürde, um PoE mal ein bisschen nicht abzulenken, aber vielleicht auch das andere Punkt, das Thema Abwärmenutzung. Ich gebe da immer ganz gern ein Beispiel. Entsprechend die Werte sind dort auch zwischen 10 und 20%, die man dort, ich sag mal, nachweisen muss, dass diese eben verwendet werden. Das ist ein sogenannter Energy Reuse Faktor. Das ist ein Faktor, der vielleicht sogar besser zu benutzen wäre wie ein PoE. Jetzt will ich euch aber nicht verwirren mit diesen ganzen Fachbegriffen. Aber bei der Thema Abwärmenutzung ist es so, da will ich nur zwei Beispiele eines Rechenzentrums in der Schweiz, im Kanton Zug. Dort gibt es ein Rechenzentrum, ein Colocation-Rechenzentrum, das hat direkt nebenan eine Käserei stehen. Das heißt, wir haben das Ding gemeinsam gebaut und für die Energie, die dieses Rechenzentrum, die diese Käserei benötigt, die Industriewärme, eindeutig direkt komplett von dem Rechenzentrum gespeist. Das heißt, die Abwärme, die das Rechenzentrum abgibt, geht es nicht in die Atmosphäre, sondern die Abwärme wird komplett direkt in der Käserei genutzt, dort wieder umgewandelt in die Industrieprozesse, die brauchen, um den Käse herzustellen. Sowas ist mega. Müsst euch vorstellen, die schöne Schweiz mit Kühen auf der Weide, das ist auch so die Werbe dazu, kann man auch alles im Internet nachlesen und dann wirklich so direkt die Abwärme vor Ort nutzen. Das ist natürlich ein Mega-Beispiel, aber macht das doch mal mitten in der Stadt in München. Da hast du nicht mal schnell eine Käserei hingebaut, nebenbei das Rechenzentrum, ist rein der Platz wird da. Wird wahrscheinlich schwierig, ja. Ist schwierig. Und ein anderes Beispiel ist, da nehme ich jetzt auch gerne mal den Namen, Dr. Peter Waldhaus ist der Geschäftsführer der Telehaus in Frankfurt, ein sehr großer Rechnungsbetreiber in der Kleierstraße, das dort die ganzen Rechnungen angesiedelt haben. Er hat auf der gegenüberliegenden Seite wird jetzt ein Wohnquartier gebaut und der hat auch das Glück, dass da sogar die Verrohrungen rüberliegen. Das heißt, er gibt momentan Abwärme aus seinem Rechenzentrum ab in das Quartier für entsprechende Heizung, Warmwasser und alles, was dort benötigt wird. Ich bin mit Bela sehr, sehr eng vernetzt. Wir sind auch befreundet. Und ich habe ihn neulich mal gefragt, wie viel Prozent deiner 100% Abwärme gibst du denn ab? Und das sind genau 7%. So, und habe gesagt, bekommst du dafür was? Nein, außer ein Dankeschön nicht. Das heißt, er verschenkt die Abwärme. Aber das sind trotzdem so Vorreiterprojekte, wo ich sage, da geht auch in der Stadt was. Ich sage jetzt mal Stichwort Nahwärme, Fernwärme, mobile Wärmetransporte. Können wir gerne auch dann gleich nochmal weitergehend darauf eingehen. Aber das ist neben dem PoE das andere große Thema, dass man letztendlich überhaupt auf der einen Seite, sagen wir, die Bereitschaft haben muss, dass die Abwärme abgegeben wird, aber auch die Aufnehmer, also die es nutzen, die müssen ja auch gegeben sein. Also das ist ein ganz, ganz spannender Dialog und sowas beackere ich auch mit meinem zweiten Unternehmen sehr gerne, einfach mal diese beiden Seiten, nämlich die Rechenzentrumsseite und entsprechend auch die Abnehmerseite zusammenzubringen. Und da sehe ich heute sehr, was ich im Moment noch nicht so viel stattfindet, sind auch die Stadtwerke, weil die haben ja einen Energieversorgungsauftrag. So, die könnten diesen ja entsprechend erweitern. Und es gibt auch schon die ein oder anderen Stadtwerke, die da gesprächsbereit sind, um da auch wirklich auch ein Business draus zu generieren. Also ich denke mal, da gibt es viel, viel zu tun, auch gerade im Thema Kommunikation. Deswegen ist gut, dass wir miteinander reden. Vielleicht hilft ja der Podcast ja auch wenn er in die Welt hinausgeht, dass der ein oder andere dann auch mal ein bisschen umdenkt und auch mal jetzt nicht sagt, nee, ich bin RZ-Betreiber, was interessiert mich die Abwärme? Er wird jetzt gezwungen, sich damit zu beschäftigen. Aber er hat ja teilweise gar nicht die Ressourcen dazu. Ja, und vielleicht auch die Kenntnis. Also ich finde, das ist ganz spannend, weil es ist tatsächlich auch für mich ein Thema, mit dem habe ich mich noch gar nicht so beschäftigt. Das ist eine ganz neue Perspektive. Und vielleicht geht es vielen anderen Leuten auch so. Und von dem her, ja, hoffentlich hören die unseren kleinen Podcast. Folgefrage aber noch dazu, oder? Das ist vorher so schön umschrieben mit, da geht noch was. Du bist jetzt relativ nah dran in dem Thema und versuchst auch beide Seiten zusammenzubringen, wie du gesagt hast. Ist schon ein Aufwärtstrend feststellbar? Oder in welche Richtung geht's denn? Also Aufwärtstrend ist auf jeden Fall feststellbar, weil spätestens dann, wenn ein Gesetz kommt, müssen die Leute was tun. Ich sage jetzt mal, man kann, ich halte, wie gesagt, vorhin schon mal gesagt, ich halte auch Vorträge auf diversen IT-Events, genau zu diesem Thema Nachhaltigkeit, grünes RZ, was kann man tun? Ich sag's mal so, ein Satz, den ich per se im Leben nicht leiden kann, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Also machen wir es auch weiter. Also den Satz, wenn mir irgendeiner in einem Beratungsgespräch sagt, dann stehe ich auf und sage Dankeschön und Tschüss. Mag ich nicht.
Ich finde, wenn man wirklich mal ein Stück weit über den Tellerrand rausschaut, und vielleicht hilft ja, wie gesagt, unsere Aktion ja heute auch dazu, man kann, glaube ich, ganz viel schon mal sich mit Sonnenenergie, Sonnenkollektoren einiges an Energie schon mal einfangen. Man kann mit Windkraft einiges machen. Es müssen ja nicht die riesen Windräder sein. Es gibt ja auch vertikale Windräder. Schweden macht das heute ganz häufig, also die skandinavischen Leute, Länder, die sagen auch einfach mal beim Rechnen direkt die Wärme, den Wind rein und in Energie umwandeln. Man kann mit Erdwärme arbeiten, man kann mit Geothermie arbeiten, man kann im Kühlungsbereich, wenn es geht, mit Brunnenwasser, mit Grundwasserkühlung arbeiten. Also es gibt ganz viele Themen, wo man schon mal ein Stück weit autark von dem reinen Strom ist, der letztendlich halt nicht mehr auch unendlich zur Verfügung steht. Und dann geht es aber auf der anderen Seite auch weiter, da bringe ich auch gerne mal Beispiele. Abwärmenutzung. Ich berate gerade ein größeres Bauunternehmen, Namen darf ich jetzt hier nicht nennen, aber die bauen 2 Megawatt große Edge-Data-Center, also eher, ich sag mal, die Zuliefer-Data-Center in Nordrhein-Westfalen aktuell, werden aber auch deutschlandweit ausgerollt. Und da finde ich es mega spannend. Die bauen diese Dinger aus Vollholz. Deswegen bin ich mega stolz, da auch die Projekte mitwirken zu dürfen. Ich habe sich selber, man kennt im Holzbau, in Österreich habe das oft, aber ich selber kenne in Deutschland kein Rechenzentrum, was wirklich aus Vollholz gebaut wird. Also nicht Holzständer, sondern wirklich Vollholz. Auch mit dem ganzen Nachhaltigkeitsthema. Und die nehmen entsprechend in der Regel so ein Grundstück von 7.000 Quadratmeter und nutzen die Abwärme gleich, entweder mit dem Solarpark daneben auch wieder oder speisen es wieder an die Stadt zurück. Also das heißt, die nehmen das von Anfang an schon in ihr Konzept auf, dass sie dort Rechenzentren mit einer 2 Megawatt Größe bauen, aber auch gleich die Abwärme und auch die überschüssige Energie dann auch entsprechend gleich wieder einspeisen und abgeben. Und das sind Konzepte der Zukunft. Ja, so muss es funktionieren. Und ja, was kann man sonst tun? Man kann zum Beispiel sich Gewächshäuser mit Algen aufs Rechenzentrum stellen, eine Algenzucht. Ganz spannendes Thema. Das interessiert mich jetzt. Wisst ihr eigentlich, was man, also erstens, man sieht es schon mal total mega aus, wenn du deine, was weiß ich, was Büroparty machst, oben auf deiner Dachterrasse und hast daneben ein Gewächshaus, wo Algen gezüchtet werden. Redet von Algen und nicht von was anderem, was man sonst noch so züchten kann. Also wir reden nur von Algen. Wir reden von Algen, genau. Ich habe schon gesehen, du bist ganz interessiert an dem Thema. Ich hoffe auch nur an den Algen. Also Spaß beiseite. Algen ist ein ganz wichtiger Grundstoff. Aus Algen werden Lebensmittel gemacht. Aus Algen werden medizinische Produkte gemacht. Aus Algen werden Biofuels zum Beispiel gemacht, also wirklich auch Kraftstoffe. Also Algen ist ein extrem interessantes Produkt. Und wenn du, wie gesagt, das Ganze auch ein bisschen, also es gibt schon ein paar Unternehmen, die sowas machen. Auch in München selber gibt es sowas. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Ansatz. Oder anderes Beispiel, Vertical Farming. Man hat dort ein Gewächshaus, wo man letztendlich auch wirklich Salate, Tomaten, was auch immer tut. Also man hat ja die Abwärme. Ich war zum Beispiel vor, 2 Jahren, war ich mal im Rheinischen Revier. Das ist irgendwo da in der Nähe von Kerpen. Kerpen kennt man durch Michael Schumacher. Also das heißt, da in der Ecke, und da gibt es einen Tomatenbauer, der hat wirklich hervorragende Tomaten, beliefert auch wirklich hier die ganzen Discounter. Und der hat seine Abwärme aktuell noch von dem noch im Betrieb befindlichen Kohlekraftwerk. Wie wir aber alle wissen, wollen wir das ja nicht mehr, wird das ja auch abgeschaltet. Der hofft wirklich händeringend, dass sich dort wirklich ein Rechenzentrumsbetreiber ansiedelt, weil er sich den normalen Strom, weil diese Tomaten wusste ich auch nicht, ganzjährig Energie und Wärme und so weiter brauchen. Also es ist nicht nur zur bestimmten Phase. Aber gerade Stichwort ist halt dieses Thema Vertical Farming. Kann man ganz viel machen. Man kann Schwimmbäder beheizen. Ich muss da keine elektrische Stromheizung oder sonst irgendwas haben, sondern ich kann mit Abwärme aus Industriegebieten, aus Rechenzentren, es gibt sogenannte mobile Wärmetransporter, da gibt es mittlerweile einige Unternehmen. Man kann die Wärme transportieren. Das ist also alles kein Hexenwerk. Es geht auf PCM-Basis. Das heißt, man muss sich vorstellen, wie so ein Tanklaster. Da wird im Endeffekt das Rechenzentrum angezapft über entsprechende Auslässe. Die Temperatur ist natürlich wichtig der Wärme. Da kommen wir vielleicht gleich zum anderen Punkt. Welche Temperatur ist dann wirklich benutzbar, ohne dass du sich Wärmepumpe dahinter schalten musst? Aber wenn man, wie gesagt, da bereit ist, dann pumpt man diesen LKW, diesen Tanklaster voll und fährt ihn zum Beispiel zum nächsten Schwimmbad und dann kann das Schwimmbad eine Woche lang davon wirklich partizipieren. Wahnsinn. Also es gibt Möglichkeiten. Es hast du schon selber gerade angesprochen. Ab wann wird das denn interessant? Also wie warm muss es denn sein?
Also ich sage mal so, da sind wir jetzt beim Thema wieder Kühlung. Wie kühle ich? Ich glaube, ich habe hier 2 IT-Fachleute im Cast. Wie kühlt ihr heute? Ich gebe die Frage jetzt erstmal zurück, und bevor ich die Antwort gebe. Wie kühlt ihr heute eure Server in eurem Rechenzentrum? Kühlt ihr die mit Wasser auf der CPU, also mit Liquidkühlung, oder kühlt ihr die ganz herkömmlich noch mit Luft? Erste Erfahrung hauptsächlich mit Luft. Entschuldigung, Niklas, jetzt du. Genau. Der Klassiker ist ja ganz simple Luftkühlung. Vorne kalt oder hinten kalt rein, vorne heiß raus. Oder vorne ansaugen und hinten warm raus, je nachdem, wie der Server halt aufgebaut ist, ja. Gut. Ist klassisch, ja, machen die meisten. Ich glaube, da ist aber auch ein Umdenken erforderlich, und da sind wir auch in dem Punkt, wo wir jetzt nicht nur Richtung Infrastrukturkomponenten schauen müssen, sondern auch Richtung Serverhersteller, ja, Serverblades, was es da alles gibt, diese ganzen Pizzaboxen im Normal Wording, die müssen umdenken, die müssen auch Möglichkeiten schaffen, um letztendlich ja direkt auch dann den Server zu kühlen, entsprechend mit Flüssigkeitskühlung, mit Wasserkühlung. Und wenn ich das mache, bedeutet ja auch, dass ich dann mehr Leistung in das Rack reinpacke. Dann sind wir dann nicht mal irgendwo bei der Grenze von 8 bis 10 kW, sondern sind wir dann irgendwo bei 35, 40, 50, 60 kW pro Rack, und spätestens ab einer Größe über 20, 25 kW ist man eigentlich bei dem Thema Wasserkühlung der Server und auch der CPU. Und damit bekomme ich dann auch ein Wasserausschnitt von 65 Grad ungefähr an Temperatur, und damit kann ich schon wirklich gut arbeiten. Also wenn ich jetzt hier Größenordnung 60 Grad plus aus dem Reaktion rauskriege, dann brauche ich da überhaupt keine Wärmepumpe mehr, weil ich kann das Ding entweder direkt halt nah Wärmenetze weiter transportieren und kann zum Beispiel Wohngebiete dort für die Fußbodenheizung, die natürlich nur im Winter benötigt wird, nicht im Sommer. Das ist ja auch so ein Thema. Aber ich habe auf jeden Fall dann schon mal nicht den Auftrag, da wieder große Wärmepumpenstationen zu bauen. Ansonsten, wenn wir mit einer normalen Temperatur rausgehen, da sind wir irgendwo in der Größenordnung, sagen wir mal 25 Grad, und die muss ich natürlich anheben. Aber da ist aber die Frage, ist dafür der Rechenzentrumsbetreiber verantwortlich oder eher das Wohngebiet, die Wärme nutzen wollen? Also irgendwo muss man sich halt auch einigen. Und da kommen wir wieder zurück zu den Stadtwerken dieser Welt. Die haben letztendlich einen gewissen Versorgungsauftrag. Und ich denke, wenn man da auch mehr zusammendrückt, was schon zum Teil stattfindet, weil natürlich, ja, ich sag mal, viele jetzt auch mittlerweile auf dieses Pferd aufspringen, auf das Thema Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, hier 2030, 2050 klimaneutral und solche Geschichten. Wir müssen ja auch was tun. Also ich meine, wir wollen alle, ich meine, ihr seid beide einen Tick jünger als ich, aber vielleicht habt ihr irgendwann auch mal Kinder, und die sollen ja auch noch ein schönes Leben auf dieser Erde haben. Und ich denke, wir haben schon, ohne dass ich jetzt hier einen auf grünen Messias machen möchte, aber wir machen ja schon viel Raubbau an unserer Erde, also was die Natur betrifft und sonstige Dinge. Nicht umsonst passieren diese ganzen, ja, ich sag mal, Unwetter und sonstige Phänomene, die es vielleicht vor 20, 50, 100 Jahren noch nicht gegeben hat. Ja, kann ich nur unterstützen. Also ich bin ja selber in der erneuerbaren Energiebranche tätig, im IT-Management, und mir ist es auch persönlich ein Anliegen, von dem ja auch noch ein Grund, warum ich mich so auf das Gespräch heute gefreut habe. Ja, also es ist genau so. Mhm. So, jetzt sind wir von der Definition des Energieeffizienzgesetzes gekommen, über die Anwendungsmöglichkeiten. Hast du vielleicht eine Einschätzung dazu, wie sich das Energieeffizienzgesetz auf die Position von Deutschland im europäischen Raum auswirken könnte? Also ich denke, man muss sich generell überlegen, also ja, ich habe eine Einschätzung, um deine Frage zu beantworten, ich hole aber ein Stück weit aus. Ich glaube, man muss sich generell überlegen, im Raum Deutschland und versus von mir aus jetzt Skandinavien, was will ich? Ich habe zum Beispiel in Rosenheim, nochmal als Beispiel, habe ich einen Kunden beraten, die Firma Katrein, die haben dort ein schönes Rechenzentrum, was stillgelegt war, beziehungsweise nicht mehr in Betrieb war, und da habe ich jetzt dafür gesorgt, letztes Jahr, dass dort wieder ein neuer Kunde einzieht. Und da habe ich auch dem Herrn Kögelmeier, das ist Chef vom IT oder vom Family Office, ganz klar gesagt, hiermit kannst du auch ein Stück weit wieder auch das Bild Katrein in der Rosenheimer Gegend auch wieder mal klar rücken, weil du kannst sagen, du hast ein Rechenzentrum, und der Kunde, das ist ein Softwareunternehmen aus dem Raum Rosenheim, der hat Daten made in Rosenheim. Ja, das heißt also, das ist genau das, oder installed, oder wie sagt man jetzt auf Neudeutsch, also die Daten bleiben im bayerischen Raum. Wenn ich heute gerade das Thema, kennt ihr alles, Latenzzeiten, ist ein großes Thema. Wenn wir irgendwann Richtung, was autonomes Fahren gehen und sonstigen KIs und sonstige Dinge, dann muss man sich halt überlegen,
welche Latenzzeiten habe ich? Habe ich die Chance, auch zum Beispiel nach Schweden, nach Norwegen zu gehen, wo der Strom wesentlich günstiger ist, wesentlich günstiger. Die haben dort Unmengen an Wind, Unmengen an Wasserkraft, einfach auch durch das Land schon mal bedingt, das heißt nicht umsonst Skandinavien. Und ich glaube, da muss man sich generell die Frage stellen, und die Frage wird auch oft in entsprechenden Podiumsdiskussionen gestellt, ist Deutschland als Rechenzentrumsstandort noch interessant? Ich sage ja, habe die Antwort gerade schon gegeben, wenn ich die Daten einfach bei mir haben möchte und ich möchte nicht, dass es über Ländergrenzen hinweggeht, dann ist es interessant. Man muss es sich aber auch ein Stück weit leisten können, weil ich sag mal, der Strompreis ist halt doch mit, 35, 40, 45 Cent ein anderer, wie er vielleicht jetzt in Schweden und in Skandinavien oder in Norwegen zu kriegen ist. Also ich glaube, damit beantwortet die Frage, was hast du für eine Latenzzeit? Kannst du die großen, eine Mercedes, eine Google, eine Microsoft, haben ganz viele Rechenzentren eben auch mittlerweile in Skandinavien. Gerade da die Firma Rittal, die haben halt die Leftal-Mine oben in Schweden direkt an dem Fjord. Das ist wirklich eine Mine, eine stillgelegte Mine. Total spannend, wenn man den Vortrag da gehört hat. Da kann man auch auf der Rittal-Seite nachlesen. Dort ist wirklich in einer Mine direkt am Fjord entsprechend sind Switche, Container, größere Rechenzentren zu mieten. Und die machen zum Beispiel alles dort vor Ort mit Flusswasserkühlung, mit einfach Erdkühlung schon mal im Gebirge drin. Und da sind zum Beispiel, weiß ich jetzt auch, dass da auch größere Player aus Deutschland dort, ich sag mal, ihre Daten hosten von Rechenzentren und IT. Vielleicht abschließende Frage noch zu diesem Thema. Denkst du, dass es ein Risiko gibt, dass durch Schlupflöcher in diesem Gesetz der gesamte Sinn von diesem Gesetz irgendwie ad absurdum geführt werden könnte? Also das Gesamtgesetz ja nicht. Ich sage mal so, wenn ich mir das Gesetz da auch schule und das versuche zu übersetzen, es gibt natürlich Grauzonen. Also es gibt zum Beispiel bei dem Thema erneuerbare Energien, sprich Strom, bilanziell. Das Wort bilanziell bedeutet auch, dass man sich letztendlich Zertifikate kaufen kann. Also allein dieses Wort weicht das Ganze schon wieder auf. Es gibt die Thematik, die Niklas vorhin angesprochen hat, der PoE, der ja auch modifizierbar ist. Ist es wirklich sinnvoll, den PoE als Messgröße heranzunehmen oder den vielleicht auch ein Stück weit in Ranges zu definieren? Also ich hatte neulich die Möglichkeit, mit dem Referatsleiter, dem Dr. Lipka vom BMWK dort zu sprechen. Also er ist auch durchaus bereit, dann auch mal also von mir ist bei 1,2 auch mal eine weitere Kommastelle zu berücksichtigen, dass es also nicht genau auf diesen Wert kommt. Ich denke mal, der Grundsatz, wie ich vorhin schon sagte, die Chance ist gegeben und die sollten man auch, ich sage mal nicht als rein Gesetz ist immer so legislative, immer so vorgabenmäßig. Aber nein, ich glaube, wir bräuchten dieses Gesetz auch gar nicht, wenn alle schon das Bestmögliche tun würden. Und auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, man kann jetzt einen großen Co-Locator, wie ich schon ein paar genannt habe, nicht mit einem Mittelstandsunternehmen vergleichen. Die halt letztendlich ihre IT noch im eigenen Serverraum hosten, um einfach um kurze Wege zu haben und nicht irgendwie remote sich immer einwählen zu müssen oder den Server rauf und runter zu fahren, oder was halt auch zu tun hat, halt ihre Profis. Die betrifft es ja auch. Also ich denke, ein großer Co-Location-Anbieter hat andere, ich sag mal, Schnittstellen und auch andere Sichtweisen auf dieses Gesetz, wie jetzt zum Beispiel der kleine Mittelständler, der ja diese Werte, die da vorgegeben sind, ich sage jetzt mal einfach kleiner 1,5 nicht erreichen kann. Oder wenn, dann nur mit so viel Aufwand, mit so viel Geld und mit so viel Investition, dass es sich dann schon wieder fast nicht rechnet, sondern dass er wirklich sagt, okay, dann gehe ich zum großen Co-Locator, der macht das hauptberuflich, der kann das. Da habe ich auch mal eine 24/7-Verfügbarkeit mit zig neuen Stellen nach dem Komma bei der neuen. Das kostet mich dann Geld, aber das ist dann letztendlich, habe ich da einen Profi, der sich dann darum kümmert. Ich finde es gibt da keinen guten, richtigen Weg. Das muss dann jeder selbst entscheiden und durch das Gesetz wird er halt ab einem Zeitpunkt X halt wirklich gezwungen, was zu unternehmen. Wie gesagt, aber man kann es auch als Chance sehen, weil ich glaube, es wäre schon wichtig, auch mal zu wissen, welchen Energieverbrauch hat man denn, ja? Wie kann ich denn mein Energiemanagement dort auch steuern und verbessern, ja? Ich habe vorhin ein paar Beispiele schon genannt. Und wenn es bei der LED-Beleuchtung anfängt, ja, wenn es bei der Kühloptimierung anfängt, wenn ich bessere Währungsrate von den USV-Anlagen habe, also man kann schon einiges machen. Und wenn es das, ich sage jetzt mal, auch die Menschen erreicht oder die Verantwortung dahinter erreicht, ein Stück weit wird man sicher dazu gezwungen jetzt, aber ich denke, am Ende sollte doch was Gutes dabei rauskommen, dass wir zum Beispiel weniger Energie verbrauchen und weniger
CO2 produzieren und weniger Abwärme in die Luft pusten. Weil du jetzt meintest, Chancen, siehst du da dann auch eine Chance vielleicht, dass man sogar sagt, es geht so weit, dadurch, dass wir gezwungen sind, dass es bald Deutschland vielleicht auch eine wirtschaftliche Stellung hat, dass man sagt, okay, man will effiziente Rechenzentren bauen, vielleicht in Ländern, wo die Stromversorgung nicht so zuverlässig, nicht so hoch darstellbar ist. Jetzt suche ich mir jemanden aus Deutschland, weil die Deutschen haben sehr viel Erfahrung damit. Die haben eigene, sehr strenge Richtlinien. Es ist durchaus ein Vermarktungspotenzial aus meiner Sicht, weil wir Deutschen haben ja einen manchmal nicht so schönen Ruf, aber wir sind sehr bürokratisch und wir sind sehr genau. Das heißt, ist so, ganz ehrlich, möchte meine Daten auch nicht unbedingt in China oder in Russland oder sonst wo liegen haben, obwohl ich ja dann eine ganz andere Philosophie vertrete. Sobald jemand von uns das Internet respektive ein Smartphone benutzt, dann ist man aus meiner Sicht gläsern, ja. Also ich wundere mich immer wieder, wenn ich mich mit irgendjemandem unterhalte. Ich habe mich vor kurzem mit meiner Freundin drüber unterhalten, der in Sony Fitnessbereich tätig ist. Und am nächsten Tag zeigt mir Facebook an, ach, ich könnte doch hier dieses EMC, diese Elektrogeschichte da im Fitnessbereich machen. Die iPhones lagen nur auf dem Tisch. Also die waren nicht an, die waren nicht auf Aufnahmemodus. Also deswegen dazu. Aber zu einer Frage, Niklas, ja, ich glaube, das kann den Wirtschaftsstandort Deutschland schon stärken, weil wir uns schon hier auch mit dem Gesetz schon sehr strenge Regulatorien auferlegen, die zu erfüllen sind. Und ja, auf der anderen Seite, ich persönlich lebe eigentlich im Moment noch relativ gerne in Deutschland. Also ich hätte jetzt keine Lust, irgendwo hinauszuwandern, weil auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig ist, ich sehe jetzt so, wenn man staatliche Anspruch, Steuererklärung steht demnächst wieder an bei mir. Ja, ich denke mal, das geht neulich bei meinem Job als Berater, habe ich ja mal kennengelernt, den Einkäufer von der Firma, wo ich gerade erzählt habe, war jetzt mehrere Jahre in Stockholm in Schweden, sagt der easy going dort. Das heißt, das läuft bürokratisch, ist auch Europa, ist auch relativ nah dran, aber da läuft das, ich sage jetzt mal, ein Zehntel von der Bürokratie, was wir haben, und es funktioniert auch gut. Aber ja, ich sehe schon, also die größten Konkurrenten im Bereich sehe ich schon Skandinavien, weil das sind ja doch europäische Länder, die an uns angrenzen, Dänemark, Schweden, Norwegen. Und die haben halt von der Natur gegeben halt einfach schon andere Möglichkeiten, dort wirtschaftlicher den Strom zu erzeugen. Stichwort Wasserkraft. Und man hat aber auch die Möglichkeit, man ist ja trotzdem aber nicht über einen großen Teich irgendwo in Russland oder in China oder sonst wo mit den Daten. Wobei man ja jetzt sagen muss, tatsächlich, dass da, also in meinem Verständnis nach, ist dann wieder Deutschlands geografische Lage gar nicht so schlecht, weil du ja vorhin meintest, Zugriffszeiten, wir sind halt extrem zentral in Europa. Absolut. Das sind jetzt die nordschwedischen Rechenzentren, die sehr billig zu kühlen sind, zum Beispiel nicht. Absolut, bin ich bei dir. Also man liegt sehr, sehr zentral in Deutschland und ja, jetzt könnte ich wieder mal einen Namen auf mein Studium machen. Der deutsche Ingenieur weiß in der Regel auch, was er tut. Ja, auch wenn wir da vielleicht ein bisschen was verloren haben, jetzt auch in Corona-Zeiten und Digitalisierung und hängt da an einer Stelle etwas hinter der Welt. Aber ich denke mal, es ist eine solide Ingenieurswissenschaft hier auch zugrunde gelegt. Ich meine, nicht umsonst waren wir mal die besten Autobauer. Ich persönlich fahre immer noch deutsche Autos, stehe ich auch drauf. Aber das ist einfach auch eine Philosophiefrage. Und ja, ich denke mal, man kann durch solche Gesetze auch einfach auch mehr für das Wohl der Welt tun und damit auch eine Vorreiterrolle übernehmen. Durchaus. Vielen Dank für den spannenden Austausch. Ja, ich kann es nochmal wiederholen. Das waren jetzt ganz viele neue Eindrücke und Perspektiven, die ich jetzt hier mitnehmen kann. Aber leider sind wir jetzt schon relativ fortgeschritten in der Zeit und daher würde ich jetzt zu meiner Abschlussfrage kommen, die ich jedem Gast stelle. Was denkt ihr beiden, sind die größten Trends und Herausforderungen in IT und Digitalisierung in den nächsten 5 Jahren? Tatsächlich, wie Christian vorhin schon im Vorgespräch gesagt hat, viele sagen dann natürlich Social Media oder KIs und so weiter. Als jetzt jemand, der nicht ganz so lange, aber auch wie der Helmut tatsächlich aus dem Bereich Rechenzentren und Recheninfrastruktur mal kam, muss ich sagen, ich sehe da gerade für uns Mitteleuropäer die Infrastruktur noch als größte Herausforderung einfach. Weil wir entwickeln uns so viel schneller in meinen Achten nach, als wir die Rechenleistung, die Anschlussgeschwindigkeiten und die Vernetzbarkeit haben zurzeit. Gut, meine Tendenz, was wünsche ich mir für die nächsten 5 Jahre? Man kann es ja umformulieren. Ich wünsche mir, dass die Menschen einfach mehr miteinander reden, weniger in Silos denken, wirklich auch bei so Geschichten wie Abwärmenutzung einfach auch, ich sag mal, Tools nutzen, wie zum Beispiel ein Matching-Tool von der DENEF, wo letztendlich auch niedergeschrieben ist, wer bietet Abwärme an. Sowas muss mehr passieren. Man muss mehr in die Kommunikation gehen mit der Politik,
mit den verschiedenen Verbänden. Also ich bin jetzt nicht unbedingt ein Verbandsheini, aber ich arbeite seit vielen Jahren im Bitkom oder in anderen Verbänden und ich bewege da auch was. So kam ich ja heute auch hier diese Einladung ran, wo man einfach sagt, okay, da ist mal einer, der ist auch nah an der Politik dran, der spricht auch mit einem Herrn Habeck, mit einem Herrn Wissing. Also diese Leute sind da auch jetzt mal unabhängig von politischer Wertung. Sie sind diskussionsbereit, sie diskutieren, sie stellen sich den Fragen. Und von der Seite, denke ich mal, würde ich von der Zukunft her, ich meine, KI ist ein großes Stichwort. Ich habe neulich jemanden kennengelernt, der macht mit entsprechenden 3D-Aufnahmen alles möglich, dass ich heute zum Beispiel gar nicht mehr an den Standort rausfahren muss, weil es ist so viel schon digitalisiert und aufgenommen, dass ich genau weiß, wie welches Rack, wo welcher Schalter auf was steht und wie die USV und so weiter ist. Also ich glaube, da passiert ganz, ganz viel in diese, ich sage mal, manche sagen KI, ich sage maschinelles Lernen. Ich glaube, da passiert viel und das sollten wir auch weiter und mehr nutzen. Jetzt könnte ich weitergehen und sagen, ich bin kein Freund von Elektromobilität, also ich werde nie ein Elektrofahrzeug fahren, außer man zwingt mich dazu, weil ich einfach sage, das passt, das was Niklas vielleicht auch meinte, die Infrastruktur einfach gar nicht so schnell wächst, wie man letztendlich die Sachen auf den Markt wirft und sie auch noch nicht wettbewerbsfähig sind. Und da können wir auch weiter, also ich wünsche mir einfach mehr Kommunikation und wenn du jetzt vertraulich bist, Christian, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, ein Follow-up hier zu machen. Also ich bin sehr gern bereit, das war jetzt nur ein Auszug dessen, über was wir hier sprechen können. Es gibt noch viele andere Themen, auch im Energieeffizienzgesetz. Also wenn gewünscht ist, können wir da gerne irgendwann unter Zeitpunkt X nochmal eine Folge 2 abdrehen. Also mir hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung und ich würde auch nochmal unterstützen, wenn gewünscht. Das freut mich wahnsinnig zu hören. Ja, mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe es schon 2-3 Mal gesagt, ein toller Dialog und das Angebot nehme ich gerne an. Ja. Genau, ich muss mich auch nochmal bedanken, dass du dir Zeit genommen hast. Das war wirklich super interessant. Ich habe sehr, sehr viel gelernt heute noch. Und damit kommen wir zu den Key Takeaways der heutigen Folge. Erstens, eine Regulierung durch Gesetze, wie beispielsweise das Energieeffizienzgesetz, sollte als Chance für Unternehmen und Menschen gesehen werden. Zweitens, wichtig ist auch die Bereitschaft für neue Technologien und offen zu sein für Neues. Dritter zentraler Punkt, den ich mir heute mitgenommen habe: Unsere Kommunikation muss intensiviert werden. Nicht nur unternehmensintern, sondern auch zwischenmenschlich. Ganz wichtig dabei, Silo-Denken zu beenden. Ja, schade, aber jetzt sind wir wirklich am Ende dieser Episode angelangt. Die Zeit ist wieder verflogen, wie immer. Ich sag's, glaube ich, am Ende jeder Episode, aber es ist einfach so. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Niklas und Helmut, danke für den tollen Austausch und es war mir eine Freude. Wir hoffen, dass euch diese Folge von Wall of Confusion gefallen hat. Lasst uns gern ein Like da oder schreibt euer Feedback in die Kommentare. Schreibt uns auch, wenn euch ein bestimmtes Thema interessiert oder ihr vielleicht sogar selbst mit uns über ein bestimmtes Thema sprechen wollt. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Folgt uns auf linkedin.com/company/rossi-it.